Hallo und herzlich willkommen auf Veras Blockflötenkanal. 3 Beispiele für Inégalité, die Spielweise, wie wir sie brauchen in der französischen Barockmusik, wenn wir die auf der Blockflöte spielen, zeige ich euch heute und erkläre euch auch einiges dazu. Inégalité, was bedeutet das eigentlich? Das bedeutet, dass wir die Noten nicht ganz normal gleichmäßig spielen, sondern so ein bisschen Jazzy oder Swing. Und das haben die französischen Musiker im 18. Jahrhundert mit den schnellsten Notenwerten in ihren Stücken gemacht. Also statt die Noten einfach geradeaus zu spielen, so wie wir das gewohnt sind, wenn wir das im Notenbild sehen, müssten wir dann die Noten etwas jazzartig spielen. Und heute möchte ich euch mal 3 konkrete Beispiele dafür zeigen. Wieso haben die Franzosen das denn nicht aufgeschrieben? Das kann ich euch auch erzählen. Dazu habe ich ein schönes Zitat von Jacques-Martin Hotteterre, einem der berühmtesten Komponisten der französischen Barockmusik, ein Flötist, also ein Traversflötenspieler, der sich aber auch mit dem Spiel der Blockflöte gut auskannte. Und er schreibt: Die Ungleichheit, Inégalité, gehört zum guten Geschmacke der französischen Musik und wird nicht immer ausgeschrieben, sondern vom Spieler verstanden. So, verstanden habt ihr das, glaube ich. Jetzt wollen wir mal konkrete Beispiele nehmen, weil viele von euch sagen, ja, ich verstehe das theoretisch und das soll so ein bisschen swingmäßig klingen, aber wie mache ich das denn wirklich in einem Stück? Und da habe ich mal zuerst ein Beispiel, wo es ganz einfach zu machen ist. Und das wäre diese Bourrée von Matteson. Da seht ihr erstmal die Achtelnoten als schnellste Notenwerte. Und wenn ich das sozusagen normal spielen würde, wenn ich keine Ahnung hätte, wie die Franzosen das jetzt gespielt hätten, dann würde das so klingen. Eine Bourrée ist also ein eher schnelles Stück. Und wenn ich das jetzt auf die französische Art spiele, dann klingt das so. Und wie ihr wahrscheinlich hören konntet, ist immer die erste Note etwas länger als die zweite und auch ein bisschen betonter als die zweite. Also in diesem Stück würde ich die Inégalité so ganz locker und leicht machen und auf keinen Fall Richtung echter Punktierung gehen. Als zweites Beispiel habe ich eine Courante von Hotteterre und da ist eine Besonderheit, da haben wir nämlich eine fließend verlaufende Melodie, aber wir haben auch viele Sprünge drin und das könnt ihr auch hören. Ich spiele das erstmal so, wie es, denke ich, gedacht war, wie die Franzosen das gespielt hätten. Und jetzt mache ich mal die Inégalité überall ziemlich gleich stark. Und ihr merkt, dann kommt das ganz schnell in so einen, ich nenne das immer Galoppierrhythmus, dass es nur noch dam, da dam, da dam, da dam, da dam ist, egal was die Melodie macht. Und das Schöne ist ja auch diese Flexibilität, also abzuwechseln zwischen diesem Fließenden, wo die Melodie in Schritten geht, wo es eine echte Melodie ist sozusagen und wo es Sprünge sind. Dann müsst ihr natürlich den Moment abpassen, wo ihr sozusagen umschaltet von weniger inegal zu mehr inegal. So weit, so gut. Das kann man noch gut verstehen, das könnt ihr bestimmt noch nachmachen. Warum fällt jetzt vielen von euch die Inégalité trotzdem schwer? Da haben wir jetzt nämlich einen Fall noch nicht gehabt und das kommt jetzt im dritten Beispiel in einer Allemande von Dieupart, Charles Dieupart, auch so ein wichtiger Franzose aus dem 18. Jahrhundert.
Und übrigens dieses Stück und auch dieses erste Stück vom ersten Beispiel von Matheson, die habe ich beide unter anderem behandelt in meinem Online-Workshop, wo wir das wirklich auch praktisch ausprobiert haben. Falls ihr solche Workshops nicht verpassen wollt, dann abonniert einfach meinen Newsletter, das ist kostenlos. Da kriegt ihr so alle 2-3 Wochen eine schöne Mail von mir mit allen Projekten, die ich mache oder die geplant sind. Und ihr findet natürlich vieles auch hier unter dem Video verlinkt im Infokasten. Okay, also ich habe ja gesagt, jetzt gibt es noch den Fall, der leider sehr häufig vorkommt, dass etwas ein bisschen anders läuft, anders als geplant, wenn wir Inegalität spielen wollen. Und da ist der Knackpunkt, wo es für viele von euch schwierig wird. Wenn die Inegalität mitten in dem Takt anfängt oder sagen wir mal mitten in der Figur, so nennt man das. Also bei diesem Beispiel hier, bei dieser Allemande, seht ihr die schnellen Noten, die Sechzehntel, die beginnen ja nicht auf den Schlag, sondern durch die Überbindung beginnen die Sechzehntel sozusagen auf der 3 und, ja, also zwischen den Schlägen. Dann ist es also nicht mehr tü, tüdü, 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 sondern tüdü, tüdü, tüdü. Also ich fange direkt mit der kurzen Note an. Und das muss man natürlich wissen. Wie kann man das jetzt wissen? Ich könnte einfach hingehen und das Ganze mal ohne die Überbindung spielen. Und ja, der erste Ton dauert hier sehr lange. Da müsst ihr euch 2 mal 4 Sechzehntel reindenken. Ja, und dann lasse ich auch noch die Überbindung weg. Und dann fängt es ja auch bei dem Auftakt schon mit einer kurzen Note an. Ja, also tüdü, 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 tüdü. Und dann klappt es sehr wahrscheinlich, zumindest nach einigem Üben, dass ihr richtig den Absprung schafft, da oben auf dem hohen C. Das waren mal 3 typisch vorkommende Beispiele für Inegalität. Ich könnte mir vorstellen, wenn ihr euch noch nie damit befasst habt, dass das erstmal ganz schön viel ist und verwirrend sein kann. Aber ihr wisst ja, Übung macht den Meister und wenn man es nie probiert, dann kann man auch nicht richtig zum Ziel kommen. Also schnappt euch einfach mal ein Stück. Wenn ihr ein französisches Barockmusikstück habt, ist das natürlich perfekt. Aber ihr könnt das zum Beispiel auch gut mit Stücken von Telemann probieren. Telemann hätte wahrscheinlich auch gar nichts dagegen gehabt, denn der war auch in Paris unter anderem, hat sich dort fortgebildet über die französische Barockmusik und war ein großer, großer Fan und er hat auch in seinen Stücken viele französische Elemente einkomponiert. Ja, ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Falls ja, dann gebt mir gerne einen Daumen hoch und ich würde mich freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid bei 3 Beispiele für ... oder auch anderen Themen hier auf Veras Blockflötenkanal. Bis dahin, tschüss!